unabhängig vom Thema Tourismus sind ganz einfach umweltfreundliche Mobilitätsformen in Wien zu forcieren, jetzt unabhängig davon, ob es jetzt dem Touristen, der Touristin zugutekommt oder nicht. Also das ist eine Gesamtstrategie der Stadt Wien. Das kann man nicht auseinanderdröseln. Verkehrsplanung jetzt für den Tourist bzw. Verkehrsplanung jetzt für die Wiener Bevölkerung, das ist natürlich eine extrem verschränkte Sichtweise. Es gibt bisher zum Beispiel in der App selber eine Bestelloption mit Ecotaxi. Also das heißt, der Kunde kann im Moment ein normales Taxi wählen, ein Großraumtaxi und ein Ecotaxi wählen. Also das heißt natürlich, dieser Umweltgedanke ist ja schon lange mit drin. Hybrid ist ein super Trend, der sich im Taxigewerbe irrsinnig gut etabliert hat. Also der Kunde, der wirklich sozusagen seinen Fußabdruck messen möchte, kann natürlich ein Ecotaxi in Anspruch nehmen. Gäste, die nach Wien kommen, schätzen das sicherlich, wenn es großzügige Fußgängerzonen gibt. Das sollte man sich anschauen, ob hier Wien nicht Fußgängerzonen oder auch Flaniermeilen ausweiten kann. Mit der Begegnungszone haben wir ein Instrument, das das Zu-Fuß-Gehen begünstigt, auch das Radfahren. Ja, im Grunde ist es ein Fortsetzen des erfolgreichen Wegs, den es hier gibt. Wien ist außergewöhnlich erfolgreich im Bereich Verkehr generell. Man hört das auch immer, wenn Besucher von außen unsere Systeme kennenlernen, dass sie also da sehr erstaunt oft sind, wie das funktioniert. Ich sage, wir würden uns wünschen, dass das weiter so ist. Das heißt, es müssen die Finanzierungen gesichert sein, es müssen die technologischen Fortschritte gesichert sein und dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen.